Puch Maxi S. Und nicht irgendwie pink. Wird's gepimpt, Räder weg, Sandstrahlen. Schöne Arbeit. Die Schwinge ist draussen, vielleicht haben wir Glück. Lesbe, immer nur ein Powernap. Der tolle Rahmen. Dämpfer ersetzen. So geiler Scheiß für Mofas. Genau das machen wir. Und für alle von euch, die Pimp My Ride nicht kennen, bleibt einfach dran und lernen sie die Mofa-Edition kennen. In dem neuen Format geht es nicht um irgendein Mofa, sondern um eines von euren Favoriten, und zwar ein Puch Maxi S. Let's go! Ich habe hier einen Puch Maxi S gewonnen, in Rot-Chrom, Originallack. Ein E50-Motor, haben sie mir gesagt. Da bin ich ja ziemlich nicht gut. Ich koche lieber. Ich würde den mega gerne wunderschön cool aufbauen. Ich hoffe ganz fest und vertraue, dass der dann schwarz-rot ist und nicht irgendwie pink-violett oder was weiß ich. Da ich ja nicht Töffli-Mech bin oder so ziemlich nicht rauskomme, würde ich da jetzt gerne in die Hände von Elias übergeben und hoffe, dass er wirklich schön wird. Silvana! Es ist soweit. Es ist soweit. Jetzt geht's los. Jetzt holen wir den Hobel. Und super. Dann wird es gepimpt. Wir gehen mal schauen. Silvana ist wie gesagt unsere Köchin. Die schaut immer so gut für uns. Und jetzt gibt es auch endlich mal etwas zurück. Also, let's go. Maxi S, eine schöne Ausführung. Schönes Rot. Eine falsche Gabel. Ja, also. Das ist schon Tuning. Hättest du lieber eine rote, wenn ich schon Originallack habe? Wenn schon schön rot, der ist natürlich ein bisschen mitgenommen. Der ist auch ein bisschen mitgenommen, ja. Dank. Geil. Gar nicht gefällt ist der Rössli da. Der Rössli? Was ist Ja, der Rössli? da hat es noch PS-Rössli. Oh wow, extra PS, alles klar. Aber sonst sieht der eigentlich alles in allem ganz, vor allem komplett aus. Pedale sind da hinten drauf, Ständer ist auch da hinten drauf. Also weißt du, wir labern gar nicht lang. Ich nehme das Ding mit. Hey, und cool. Es geht vielleicht eine Weile, bis wir fertig sind. Je nachdem, wenn wir alles vorhaben. Halb so schlimm, jetzt kommt ja der Winter. Jetzt kommt der Winter. Also, ich nehme das Ding mit und bringe es dir wieder. Je, danke dir. Danke dir. So, also Jungs, wir haben hier der Silvana ihren Hübel und ihr wisst, sie umsorgt uns immer blendend und jetzt ist es endlich Zeit, zum etwas zurückzugehen. Und da haben wir die richtig gute Variante dazu. Puch Maxi S, eine super Grundsubstanz. Es sieht gar nicht so schlimm aus, aber da gibt es sicher noch sehr, sehr viel rauszuholen. Ich würde sagen, wir starten mit den Rädern. Elias, was meinst du, was machen wir dort? Räder weg, Sandstrahlen, schwarz lackieren, perfekt, dass zu den Anbauteilen passt. Bei den Reifen müssen wir aufpassen, weil Silvana ist eine Alltagsfahrerin, das heisst, Schutzblech bleiben dran, aber wir schauen auch dort, was natürlich möglich ist mit einer geilen Radreifenkombination. Natürlich, ein bisschen Bling-Bling auf der Ventilkappe darf sicher nicht fehlen. Gute Idee mit den Rädern, das machen wir genauso. Beim Lack haben wir einen wunderschönen Originallack. Den müssen wir sozusagen behalten, aber der kann natürlich schon ein bisschen shinier sein. Was machen wir dort, Elias? Also wie du gesagt hast, ist natürlich so, der Originallack der muss bleiben. Wir polieren aber das Hinterletzte aus dem raus richtig schön shiny, dass es satte Farbe gibt. Die Gabel müssen wir natürlich auch schauen, die muss rot sein, ganz klar. Aber das heisst, alles auseinandernehmen, wirklich polieren aufs Feinste und das richtig schön das Rot rausholen. Wichtig, dass das Ganze mit dem Schwarz zusammenpasst. Geile Idee mit dem Lack, so machen wir das Ganze. Anbauteile, da wird radikal alles weggenommen und da werden wunderschöne schwarze Anbauteile gemacht. Und zwar alles, was wir im Shop haben. Richtig geiles Tuning. Dank Gepäckträger habe ich gedacht, das ist momentan sehr in. Natürlich Lenker, weil das Ding muss einfach shiny sein, Mann. Silvana hat es verdient. Und genau so machen wir es. Also Jungs, packen wir es an. Let's go! Alrighty Team, da ist das gute Stück der Silvana, ihren wunderschönen Maxi S, wo wir jetzt geil machen dürfen. Das Rot, Sie haben es gesehen, im Porn, das ist richtig, nicht vergilbt, aber es ist halt richtig ausbleicht. Da wird wieder fit gemacht, alle Anbauteile werden jetzt zuerst mal gestrippt, sie wünschen sich ja schwarze Sachen dazu. Haben wir natürlich alles im Shop, das Team ist ja da. Darum lassen wir jetzt schnell los, nehmen alles auseinander, können wir uns um den Lack kümmern, um die Räder kümmern und dann schlussendlich mal die Anbauteile. Also, let's go! Also wenn wir jetzt das Ganze, wie es hinten ist, wir vorne anpassen. So schön.
Lower fahren. Wäre natürlich auch sehr geil, aber drinnen streift es natürlich sehr, sehr bald. Wenn wir der Silvana auch ein bounziges, angenehmes Fahren ermöglichen, darum vielleicht ein bisschen tiefer. So, Motor kommt runter. Hoffentlich. Oh, Kabel. Oh, ich muss schnell die Seite schneiden. Das ist nichts. Dankeschön. Gut gemacht. Das schöne Baby. So, um den Motor kümmern wir uns natürlich auch noch. Dort natürlich mit einem Motorexperten und nicht so einem Hiopai wie mir. Der kommt mal auf die Seite. Jetzt ist Schritt 1, das Ding auseinandernehmen. Und den kommen wir später. Schöne Arbeit. Die Schwinge ist draussen. Jetzt können wir wirklich vorne starten. Hier haben wir noch eine falsche Gabel. Das ist, glaube ich, X30 Gabel. Da schauen wir, ob wir etwas in einem Rot findet, von einem Maxi. Schauen, vielleicht haben wir Glück und dann können wir hier der Silvana ein schönes rotes Töffel geben. Also vorne auseinandernehmen. Wenn ich Glück habe, ist beim nächsten Video der Roger auch wieder am Start. Was ist das? Wespe. Ich mache nur einen Powernap. Die fliegt gleich wieder. Wir haben ja immer wieder bei uns Diskussion, der Lenker so oder so. Oft wird ja dann gesagt, original muss es genau so sein wie die Gabel. Und dann hast du ein paar Mal gehört, es gibt Anschläge an diesen Dingern. Wenn du hier genau anschaut, hat das gute Ding einen Anschlag. Und wenn man jetzt genau schaut, wie das ist, wenn das auf den Anschlag kommt, ist es dann etwa gerade oder nicht? Da habt ihr's! Da habt ihr's! Love it. Die guten Schrauben sind die abgeflacht. Ich weiß nicht, ob das schon Nachbau sind oder ob das Originale sind. Darf ihr gerne einen Kommentar schreiben. Weil die haben die Rändchen unten dran. Alter, meine Hände! Die Rändchen unten dran, siehst du das? Oben abgeflacht, also nicht 8,8 oder irgendetwas. Richtig schöne Designerschrauben. Behalten. Right. Ist geil, dass ich das allein mache. Herrlich. Der tolle Rahmen. Den müssen wir zuerst mal richtig schön waschen. Und dann kann man den polieren. Und vielleicht vorab noch schnell checken, ob er dicht ist, weil das wäre ein richtiger Pain in the ass. Plans abarbeiten gewesen. Ganz schön viel Ware weggekommen von dem Mofa, von dem Rahmen. Ein Teil wird natürlich ersetzt, wie hier all die Anbauteile in Chrom, die machen wir schön in schwarz. Wir suchen eine andere Gabel. Wir natürlich da die defekten Dämpfer ersetzen. Und die Räder, die nehmen wir noch schnell auseinander, weil die können wir nachher lackieren lassen, den Rahmen aufpolieren lassen. Was wir noch nicht gemacht haben, ist einmal checken, haben wir Matching Numbers. Da haben wir 7, 9, 7, 9, 9, 7, 9, 9, 7, 7. Matching Numbers, affengeil. Wir kennen es nicht anders vom Markt, der hat sich natürlich nur die Perle ausgesucht. Was wir jetzt checken müssen, ist, ob der Tank dicht ist. Das ist so ein K.O.-Kriterium bei vielen Maxis. Ja, da sieht man, da hat schon ein bisschen Rost drin. Bestenfalls entrosten, bestenfalls versiegeln. Wir wollen jetzt aber gleich schauen, ob das Ding dicht ist. Ein bisschen Benzin. Ihr könnt auch Nitro nehmen, braucht nicht wahnsinnig viel. Weil beim Maxi ist ja hier die tiefste Stelle. Hier geht es noch in den Rahmen hinterher. Stellen wir den so auf, wie er ist beim Fahren. Dann checken wir das schnell ab. Es geht natürlich auch eine Weile. Am besten lassen wir den mal schnell so stehen. Rahmen, Gabelplatte, Schwingen und, wenn wir natürlich eine Gabel finden, eine passende, die werden jetzt aufbereitet, heisst gereinigt, poliert, das tun wir euch nicht an. Motor lassen wir noch so, den machen wir miteinander. Und die Rädchen hier, die nehmen wir jetzt noch komplett auseinander, checken es ab und dann werden die gesandstrahlt und lackiert. Wenn ihr da nicht verpassen wollt, wie das Ding dann nachher aussieht, unbedingt Abo und Like da lassen, Glocke abonnieren, dann sind ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und schreibt doch schnell rein, hat euch das Format gefallen? Pimp My Ride mäßig, vielleicht können wir das weiterziehen. Schnell einen Kommentar da lassen, dann wissen wir Bescheid. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oh yeah.